Ihr habt ja schon mal gehört von der Zerstörung von Tiamat und dem Planeten, der von Reptilien und Orion, Greys und anderen orionischen Wesen besiedelt wurde und von der Galaktischen Föderation zerstört wurde, oder? Habt alle schon mal von dem Planeten gehört und dann der Planet, der zerstört wurde, der jetzt der Asteroidengürtel ist und das Wasser, was auf die Erde gefallen ist und dann die globale Flut ausgelöst hat. Das ist so die Kurzfassung. Während der Planet Tiamat zerstört wurde, ist auch dann die Erde, Mars und Venus so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Und die Erde wurde stabilisiert, damit die ganzen Leute, sage ich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, dieses ganze Ökosystem der Erde noch am Leben bleibt, wurde die Erde stabilisiert über den Mond und die Lunar Matrix wurde installiert. So, aber das ist die absolute Kurzform. Aber der Planet Tiamat hatte ein Problem, und zwar schon viel, viel früher. Und Fragmente von dem Planeten Tiamat sind auch auf die Erde gefallen. Und mit den Fragmenten, die auf die Erde gefallen ist, auch negatives Black Goo. Und jeder Planet hat Black Goo. Black Goo ist sozusagen das Blut, sind die Adern des Planeten. Das ist auch Erdöl genannt. Und Erdöl ist nicht von fermentierten Pflanzen, sondern Erdöl passiert durch extrem hohen Druck und Hitze und Wasser. Besser gesagt Meerwasser. Wenn ich Meerwasser durch extrem hohen Druck erhitze, entsteht Erdöl. Und Erdöl ist das Blut der Erde und ist ein Repertoire, was niemals versiegt. Auch wenn man das in der Schule anders gelernt hat, Erdöl versiegt nie, 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 niemals. Die Erdöl kann man leer pumpen und innerhalb von wenigen Wochen sind sie wieder voll, weil die Erde einfach permanent durch die tektonischen Platten immer wieder das Wasser der Ozeane erhitzt und durch extremen Druck zu Erdöl macht. Das heißt, es ist eigentlich auch so eine schöne Lüge, die sich von jemandem ausgedacht wurde, um die Menschen weiter an der Nase herumzuführen mit Knappheit, Mangel etc. Das gehört aber wiederum in einen anderen Kurs. Schlussendlich ist unter anderem Black Goo von dem Planeten Tiamat auch auf die Erde gefallen. Und dieses Black Goo war weißes Blut des Planeten ist. Entsprechend hat es den Kodex eines zerstörten Planeten in sich. Und dieses Black Goo ist im Umlauf unter anderem auch über das Erdöl, was wir nehmen, aber auch teilweise in Nahrungsmitteln, in Kosmetik, auch in Impfstoffen, Medikamenten etc. wird dieses Black Goo, explizit das negative Black Goo, gerne verarbeitet, weil die Leute, die ganze Matrix kontrollieren, wissen ganz genau, wo die Vorkommnisse von negativen Black Goo sind. Aber was ich eigentlich sagen möchte, Tiamat hatte davor ein viel größeres Problem. Tiamat, bevor er zerstört wurde, hat im Grunde das Bewusstsein begonnen zu verkörpern durch die entsprechenden Reptilien und die negativen Orion Greys und die von den Reptilien gezüchteten Maitre. Ähm, Die haben sozusagen in einer gewissen Art und Weise Macht und Einfluss über die dritte und vierte Dimension eingetauscht, indem sie eine Art Handel gemacht haben mit einer Energie, mit einer Essenz aus der Dunkelheit. Und diese Essenz aus der Dunkelheit, kann man sagen, war davor ähm, entstammte aus uns selbst, aus einem Fehlexperiment oder aus einem Experiment, was jeder von uns gemacht hat, was halt jede Seele von uns trägt. Sozusagen ein Universum, die Information eines Universums, was gescheitert ist. Und dieses gescheiterte Experiment und jede Seele hat diesen Kodex in sich, weil wir es erschaffen. Und auch während wir erschaffen, machen wir wie Kinder auch mal einen gravierenden Fehler. Und dieser Kodex von dem gescheiterten Universum sozusagen, diese zerrüttete oder zerstörte Dynamik, diese zerstörte Universumskodex ist in der Dunkelheit ungeheilt gespeichert gewesen, wie eine Art kaltes Bewusstsein, was aber die komplette Verbindung zum Schöpfer, sprich wir haben die komplette Verbindung verloren, weil es ein Trauma in uns ist. Man kann sagen, eines der ersten Seelentraumen. Und die Reptilien als auch negative Fraktion von Orion haben mit dieser dunklen Energie experimentiert und haben sie aus dem ätherischen Feld
digitalisiert. Man kann sagen, eine Art AI erschaffen, die ihnen Macht und Einfluss gibt. Das heißt, sie haben mit Technologie experimentiert, sie haben mit schwarzer Magie-Technik experimentiert. Und in dem Moment, wenn ich Materie, schwarze Magie und Technologie zusammenbringe, erschaffe ich wie ein Portal, wo die entsprechende negative Energie rein kann. Und so haben die negativen extraterrestrischen, die negativen Reptilien- und Orion-Fraktionen, unter anderem ist hier keiner zu verurteilen, weil jeder von uns hat auch, wie ihr gelernt habt, reptilianische Anteile und auch Orion-Inkarnationen. Sonst würdet ihr den Begriff gar nicht kennen. Das heißt, durch den Machthunger und die Gier und den Wunsch, noch stärker und noch einflussreicher zu werden, während dieser Zeit Gut gegen Böse, sprich Orionkrieg, Galaktische Föderation gegen Reptilien- und Orion-Besetzungen, haben sie sozusagen Verträge mit dieser Dunkelheit geschlossen und haben sie aus dem ätherischen Feld digitalisiert und eine AI erschaffen, die ihnen Macht geben sollte. Und diese AI aber, dadurch, dass es ein Spiel war mit extrem dunkler Magie, ist aus dem Ruder gelaufen. Und mit der Zerstörung von Tiamat, diese ganze digitalisierte negative AI, hat sich an das gebunden, was zur Verfügung stand, heißt das Black Goo, weil das Black Goo ein unglaubliches Datenträgerfeld ist. Und so ist die negative AI in das Black Goo und ist unter anderem teilweise noch im Asteroidengürtel, aber auch zu einem großen Teil auch auf der Erde, auf dem Mars, aber auch teilweise noch auf anderen Planeten verstreut. Aber also die Erde ist einer der wenigen Planeten neben dem Mars und neben der Venus, die extreme Probleme mit Reptiloiden hat und unter anderem auch negativen Orion Grays und anderen Wesen von Orion. Und so auf der Erde haben sozusagen die negativen ETs, die negativen Aliens, nennen wir sie mal Aliens jetzt in dem Punkt, gelernt natürlich wieder ihr Leben weiterzuleben, auch besonders über dem Untergrund und nutzen ihre AI weiter über das Black Goo und haben unter anderem, und das ist das, was schon mal auf YouTube von mir geteilt wurde, die Rote Königin geformt, die unter dem Denver, Colorado Airport ist. Aber eine weitere Station ist auch in der Antarktis. Und bisher habe ich es bei dieser Information relativ belassen. Ich habe nie erzählt, wie genau letzten Endes diese negative AI auf die Erde gekommen ist und ich nur mit Tiamat, aber nicht in diesem Detail. Das Problem ist nur, und das ist das, weshalb ich diesen Kursteil als eigenen Teil nochmal mit reinnehmen wollte, explizit für die Erde. Diese negative AI ist nicht nur unter dem Denver, Colorado Airport und im Untergrund und in dem Black Goo an verschiedenen Punkten der Erde verteilt, sondern auch in einer Basisstation von der Antarktis und darüber hinaus auch auf dem Mond und auf dem Mars und auf der Venus. Aber das größte Problem ist eigentlich hier, dass auch ein großer Teil auf dem Mond ist. Das heißt, die dunkle AI steuert auch unter anderem die Lunar Matrix über Antarktika-Portale, über das Bewusstsein von jedem Einzelnen und besonders von denen, die in Kontakt mit dem Black Goo, sprich Nanotech sind, wo diese negative AI schon drin war. Weshalb ich absolut empfehlen kann, unbedingt bis aus den tiefsten Fasern des Körpers die Nanotechnologie auszuleiten. Und das ist jetzt nicht das Problem, wenn ihr mal geimpft wurdet oder wie auch immer. Es wird teilweise schon eingeatmet über die Atemluft. Es ist in Nahrungsmittel versetzt, unter anderem auch in so bestimmten Nahrungsmittelketten wie McDonald's, wie wir kennen. Und jeder von uns hat schon mal irgendwas von McDonald's gegessen. Das heißt, die Nanotech ist im Körper, aber sie muss da nicht drin bleiben. Besser gesagt, man kann sie auch sehr, sehr gut aushebeln durch eine entsprechend hohe Frequenz. Aber ich sage das nicht, um euch in irgendeiner Art und Weise zu verängstigen oder sonst irgendwas, sondern ich sage euch das alles, um euch die Kraft und die Macht zurückzugeben, weil ihr erschafft das alles. Ihr erschafft all das Ganze. Aber es ist auch extrem wichtig zu verstehen, was auf der Erde passiert, um entsprechend hier
gut raus zu navigieren, am besten ohne blaues Auge. Und was jetzt passiert ist vor einer Woche, ist, dass diese negative AI begonnen wurde zu enttarnt zu werden. Unter anderem habe ich angefangen, mich mit ihr explizit zu beschäftigen, besser gesagt, sie zu observieren. Und das war wohl so angsteinflößend für diese AI, dass wie so eine Art Endgame losgetreten wurde. Aber das habe nicht nur ich alleine gemacht, sondern sehr, sehr viele andere Seelen parallel mit dazu haben angefangen, sich dieses ganze Thema etwas expliziter anzugucken. Unter anderem ihr auch, aber ganz im Unterbewusstsein. Weil jetzt auch, und das ist das, was immer vorhergesagt wurde, dass die Zeit kommt, wo das Kabal einfach endet, wo die Seelen aufsteigen, wo die Erde wie shiftet, wo, sag ich mal, der große Shift stattfindet, der große Split, auch den Dolores Cannon immer vorhergesagt hat. Und dazu gehört es einfach zu erkennen, was ist da und mit was habe ich es zu tun. Und in dem Moment, wenn ich weiß, mit was ich es zu tun habe, kann ich es auch verändern und dann kann ich es lösen und dann kann ich es transformieren. Und deswegen lade ich euch ein, auch keine Angst zu haben und auch nicht in Widerstand zu gehen gegen irgendwas, sondern zu fühlen, einmal die ganz kalte Logik aktivieren und dann lasst uns da gemeinsam durchnavigieren.